Ja, aus dem Nahen Osten gibt es zumindest gute Nachrichten, denn der nächste Geiselaustausch zwischen Israel und den Hamas-Terroristen ist angelaufen. Und als erstes wurde die Soldatin Agam Berger im Norden des Gazastreifens an das Rote Kreuz übergeben. Inzwischen hat die Armee auch ihren Empfang bestätigt. Wir sehen Bilder hier aus Khan Younis live. Es sind tausende Gaza-Bewohner dort auf den Straßen und es sollen heute noch weitere 7 Geiseln ausgetauscht werden, darunter ein Mann und eine Frau mit deutsch-israelischer Staatsangehörigkeit. Bei mir im Studio ist Max Hermes, immer wieder in Israel. Du hast diesen ganzen Konflikt seit dem 7. Oktober 2023 für uns immer wieder begleitet. Was bedeutet das heute? Also kommt jetzt ein bisschen Bewegung in die ganze Situation? Das ist unglaublich wichtig für ganz Israel. Viele Menschen versammeln sich heute schon auf dem Platz der Geiseln im Zentrum von Tel Aviv. Seit 10 Uhr Ortszeit sind sie da zusammen, stehen zusammen und haben das auch gefeiert in der ersten Reaktion. Jetzt zunächst einmal Agam Berger, eine Soldatin, freigelassen. Und wir müssen das vielleicht erklären. Die Hamas hat jetzt eine Geisel, die heute freigelassen wurde, in ihren Händen. Und 2 weitere Geiseln, die sind in den Händen einer mit der Hamas befreundeten palästinensischen Terrororganisation, dem palästinensischen Islamischen Dschihad. Deshalb gibt es da separate Übergaben heute. Aber wir haben auch von den beiden anderen Geiseln, die jetzt noch nicht freigelassen wurden, heute auch schon ein Video gesehen. Das ist heute im Morgengrauen entstanden. Und das zeigt die beiden wohlauf, auch jubeln schon. Also die bereiten sich offenbar gerade darauf vor, dass diese Übergabe auch stattfindet. Aber das Ganze eben erst später am Tag. Und alle warten jetzt gebannt darauf, dass natürlich die beiden jetzt auch noch an das Rote Kreuz übergeben werden. Und das Rote Kreuz dann wiederum diese beiden Geiseln an die IDF, an das israelische Militär übergibt und die dann Richtung Israel fahren können und dort natürlich auf ihre Freunde, Familie treffen werden. Also 3 israelische Geiseln sollen heute freigelassen werden, dazu 8 Thailänder, die in Israel gearbeitet haben, die damals auch entführt worden sind. Aber die 29-Jährige mit der deutsch-israelischen Staatsbürgerschaft, die heute freikommen soll, ebenfalls. Du hast gesagt, sie ist bereits freudig erregt, natürlich nach dieser langen Zeit. Du hast oft mit ihrer Familie gesprochen. Was bedeutet auch das für die Familie? Weil deine letzte Reportage war ja genau um die Familie, die sich gedreht hat. Und sie sind durch die Hölle gegangen, oder? Ich habe vor circa einem Jahr mit dem Vater gedreht und ihn in seinem Haus auch getroffen und ihn auch dabei beobachtet, wie er die ganze Zeit auch tatsächlich nachgeguckt hat. Im israelischen Fernsehen läuft 24 Stunden etwas über die Geiselfamilien. Er guckt das den ganzen Tag. Er sucht im Internet nach irgendwelchen Nachrichten, nach Fotos auf X oder irgendwas, was da irgendwelche Anhaltspunkte geben könnte, dass seine Tochter noch am Leben ist, wohlauf ist. Sie ist ja gemeinsam mit ihrem Ehemann damals verschleppt worden in den Gazastreifen und deshalb eben das bange Warten. Der Vater war damals vor einem Jahr schon nervlich komplett am Ende und wir haben immer wieder auch Kontakt gehabt und es ist eine Zitterpartie und er hat mir auch gesagt, er glaubt das Ganze erst, wenn sie dann tatsächlich auch nach Israel gekommen ist. Also, dass die nächsten Stunden werden dann noch mal sehr bange werden, aber hoffentlich dann mit einem Happy End heute am Ende des Tages. Das hoffen wir natürlich alle. Max, du wirst das Ganze für uns beobachten und sicherlich nachher auch zu uns ins Studio kommen. Danke dir erstmal für diese Einordnungen.